Unsere Reise beginnt im Norden des Landes in der Hauptstadt Hanoi. Der erste Eindruck: von den Menschen her eine junge Stadt, obwohl die Geburtenrate in dem Land recht niedrig ist. In der zweitgrößten Stadt des Landes leben rund 10 Millionen Menschen, im ganzen Land etwa 100 Millionen. Es ist noch nicht lange her, da waren die Menschen meist mit dem Fahrrad und auf Karren unterwegs. Heute hat gefühlt bald jeder ein Motorrad und auch Autos sind keine Seltenheit mehr. Entsprechend chaotisch scheint der Verkehr, obwohl die Vorschriften denen in Europa ähneln. Nur hält man sich kaum daran. Dafür läuft es aber erstaunlich flüssig. Verkehrsmittel für Touristen sind vor allem die Rikschas, aber auch Moped-Taxis oder normale Taxen stehen zur Verfügung. Viele Gebäude in der Altstadt stammen aus der französischen Kolonialzeit, jedenfalls was der Vietnamkrieg verschont ließ. Die Franzosen rissen Ende des 19. Jahrhunderts alte Gebäude ab, schütteten Seen und Kanäle zu und legten breite, baumgesäumte Alleen mit Oper-, Kirchen, öffentlichen Bauten und Luxusvillen an, zerstörten damit große Teile der Stadt, machten sie zum Verwaltungszentrum von Französisch-Indochina. Im Zentrum Hanois liegt der Hoan Kiem See mit dem Linh Ngoc Song-Tempel aus dem 19. Jahrhundert, einem wichtigen Heiligtum. Der Jade-Tempel ist heute noch ein Ort der Andacht, wenn auch nicht der Ruhe. Besuchen ihn doch zahlreiche Menschen. Er ist vielen Vietnamesen heilig, dem Militärstrategen Chan Hun Yau aus dem 13. Jahrhundert gewidmet, einem Nationalhelden und Unabhängigkeitskämpfer. Hier kann man Mönchen beim Beten zuschauen oder Kalligraphen, Künstlern des schönen Schreibens sowie den Duft der überall brennenden Räucherstäbchen einatmen. Die Märkte in Vietnam dienen den Menschen zum Einkauf und sind Treffpunkt zum Austausch. In der Hauptstadt versammeln sich schnell ein paar tausend Händler und Kunden auf einem Marktplatz. Die Waren sind vielfältig. Die Märkte finden in größeren Städten täglich von morgens bis in den späten Abend hinein statt. Es findet sich Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch, Gewürze, Haushaltswaren, Elektronik, Schmuck, Nippes, eigentlich nahezu alles. Auf dem Land sind die Märkte kleiner, aber es gibt keinen Ort, kein Dorf ohne einen. Dann haben sie nur morgens geöffnet, in den Berggebieten gibt es einzelne Markttage. Ist die Anreise doch viel weiter und beschwerlicher als in den Städten. Nicht selten wird direkt an den Straßenständen vom Moped aus eingekauft. Das Gewühl von Menschen und Mopeds ist sehenswert, wobei sich mehrere Märkte über die Stadt verteilt finden, zudem unzählige fahrende Händler und Garküchen.
Besonders an Wochenenden verwandelt sich die ganze Innenstadt quasi in einen großen Markt. Die Straßen werden mit Lichtern geschmückt, angeboten wird zudem viel Ramsch und Trödel. Dennoch findet sich Authentisches und richtig, was los ist am Abend. Man trifft sich, ist mit Freunden unterwegs und das mobile Telefon ist ständiger Begleiter. Essen und Leben sind für uns Besucher in Hanoi recht günstig. 2 Hauptmahlzeiten, etwa Reis- und Nudelgerichte oder Suppen mit Huhn und Rindfleisch, dazu die Getränke und einen Kaffee machen etwa 8 bis 10 Euro. Der Tempel des Konfuzius. Es ist ein Ort der Weisheit. Die Lehren des Konfuzius basieren auf 4 Säulen: Menschlichkeit, Sittlichkeit, Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit sowie Riten. Genauso wichtig ist es, den eigenen Charakter zu stärken und auch den Charakter anderer zu fördern. Praktizierter Konfuzianismus ist vor allem eine Lebensphilosophie, nicht allein eine Religion. Dieser moralische Kodex wurde von Konfuzius vor über 2500 Jahren erschaffen. Dessen Einfluss prägt viele Vietnamesen, was man als Besucher recht schnell spürt. Ältere Menschen und Bildung genießen hohes Ansehen, Kinder ordnen sich den Eltern unter, selbst im Teenageralter und auch später noch. Nicht alles ist aber positiv zu sehen, so haben sich die Frauen etwa den Männern unterzuordnen und Jüngere den Älteren. Das aber ändert sich langsam. Offenheit und Flexibilität sind zunehmend im Kommen. Der Unterschied zwischen den Städten und dem Land ist ebenso spürbar. Ins Umland Hanois kommt man am besten mit einem Roller. Selbstfahren ist nicht angeraten. Es gibt mehrere Anbieter von Touren, die Fahrzeug und Fahrer beinhalten. Sie schlängeln sich auf den Vespas mit uns als Sozien flott durch den Verkehr. Einbahnstraßen oder rote Ampeln werden gern ignoriert. Wir überqueren die Long-Bien-Brücke, die die Franzosen zwischen 1899 und 1902 erbauen ließen. Mit Zufahrten 2,3 Kilometer lang überquert sie den an dieser Stelle 900 Meter breiten Roten Fluss. Werkzeug haben die Fahrer auch dabei, falls mal ein Moped stehen bleibt oder nicht anspringt, wie bei uns passiert. Die Reparatur dauert nur kurz, neue Zündkerzen helfen. Weiter geht es entlang großer Reisfelder. Vietnam ist einer der größten Reisproduzenten und Reisexporteure mit 8,13 Millionen Tonnen in 2023. Die Arbeit ist schwer, sie erledigen fast nur die Frauen. Stundenlang steht man gebückt im Wasser und das viele Tage lang. Die Landwirtschaft begleitet uns weiterhin auf der Tour durch die ländlichen Dörfer, obwohl kaum mehr als 10 Kilometer von Hanoi entfernt. Hier baut man Erdnüsse an, zudem Gemüse und Getreide.
Besuchen lassen sich während einer Moped-Tour ins Umland auch mehrere umliegende Tempel, etwa der älteste Hanois. Die Mittagspause macht man am besten in einer der dörflichen Garküchen. Solche Touren dauern meist um die 6 Stunden. Zurück in Hanoi besuchen wir einen Hersteller von handgefertigten Seidenbildern. Wie lange eine Seidenweberin für ein Bild benötigt, ist schwer zu sagen. Es hängt vom Motiv und dessen Komplexheit ab, kann aber auch schon mal bis zu 6 Wochen dauern. Entstanden ist das Handwerk der Seidenweber vor etwa 1000 Jahren. Die Seide wird in Vietnam nach traditionellen Methoden gewonnen. Am Abend bietet sich ein Besuch eines Wasserpuppentheaters an. Sie gibt es nur in Vietnam und sind seit dem 11. Jahrhundert Bestandteil des kulturellen Lebens. Die Bühne ist ein Wasserbecken, darin stehen hinter einem geflochtenen Bambusvorhang die Puppenspieler. Mit 3 bis 4 Meter langen Stangen bedienen sie die zwischen 30 cm und 1 Meter großen und bis zu 5 Kilogramm schweren Wasserpuppen. Bewegliche Gliedmaßen und den Kopf steuert man mittels Seilzügen. Dargestellt werden Szenen aus der Geschichte und dem Landleben. Mitten durch die Altstadt Hanois führt die Bahnstrecke. Besonders spektakulär und beliebt ist die Train Street. Eigentlich gesperrt für Besucher und Geschäfte. Theoretisch jedenfalls. So leben viele Menschen von der Durchfahrt des Zuges durch die engen Gassen. Spektakulär, weil der Zug gerade mal 1-2 Meter an den Häusern, Cafés und Menschen vorbeidonnert. Ende 2019 hat man die Cafés und Läden aus Sicherheitsgründen geschlossen, die Straße für Besucher gesperrt. 2022 dann wieder kurz eröffnet und 3 Monate später wegen eines Zwischenfalles mit einem verletzten Touristen wieder gesperrt, wie man sieht. Wenn abends der Pfiff der Lokomotive ertönt, räumen die Straßenhändler in Windeseile ihre Waren beiseite. Ein, sagen wir mal Aufpasser, scheucht die Menschen mit einem Megafon von den Schienen. Die Touristen fotografieren, was das Zeug hält.